wie man Videoinhalte mit Claude erstellt. Hallo zusammen und willkommen zurück. Im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit der Erstellung von Videoinhalten in Claude loslegen können. Und viele Leute merken gar nicht, dass sie mit Claude wirklich beeindruckende Motion Graphics erstellen können. Das ist kein KI-Video. Wenn du an Googles Real 3, Kling oder Hixfield denkst, bekommst du das hier nicht, sondern etwas anderes. Mit Claude können Sie ein Tool namens Remotion installieren. Und Remotion erstellt für Sie richtig beeindruckende Grafiken. Wenn Sie also Grafiken generieren möchten, ist das ein großartiges Tool für Sie. Als erstes öffnen Sie Claude einfach wie gewohnt. Ich nutze die Claude Desktop App. Idealerweise nutzen Sie die Desktop App und haben mindestens den Pro-Plan bei Claude, weil Sie dafür Claude Code verwenden müssen. Öffnen Sie Claude. Klicken Sie hier auf Claude Code und wählen Sie den Arbeitsordner für Ihr Projekt jetzt. Ich arbeite gerne auf dem Desktop. Daher wähle ich zuerst meinen Desktop aus. Danach gibst du einen ganz einfachen Prompt ein. Völlig unkompliziert. Wirklich kinderleicht und schnell erledigt. Tippen Sie einfach Roh ein oder geben Sie Install the Remotion Video Generating Tool ein. Oder statt Video Generating können Sie auch Motion Graphic Generating Tool schreiben. Dann stellt es Ihnen ein paar Rückfragen und erledigt das Ganze für Sie. Es kann sein, dass es Ihnen ein paar Voraussetzungen nennt, die Sie erfüllen müssen. Ihr seht, es zeigt den Befehl, den es ausführen will jetzt. Ich erlaube es sofort. Dann warten Sie einfach. Sie erteilen die nötigen Berechtigungen. Und manchmal, wenn Sie React oder ein bestimmtes Coding-Tool noch nicht haben, müssen Sie das eventuell herunterladen. Danach machen Sie weiter. Wie Sie sehen, fragt es mich dann direkt, mit welcher Remotion-Vorlage ich starten möchte. Ich mache einfach mit blank weiter. Danach wartet es ein paar Sekunden und erfüllt alle Anforderungen. Prüft alles und erledigt es für dich. Sie müssen für die Installation von Remotion gar nichts weiter tun. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Claude Desktop App haben und den Pro-Plan bei Claude abonniert haben. Sobald das erledigt ist, geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Ich warte jetzt nur ein paar Sekunden, bis alles abgeschlossen ist. Sobald alles fertig ist, mache ich weiter und bitte es, Folgendes zu erstellen. Ein einfaches Video mit Hi. Dies ist Jane mit Remotion. Und das müssen Sie jetzt tun. Sie prompten es einfach, ein Video mit Remotion zu erstellen, und welches Video Sie auch immer erstellen möchten. Genau darum bitten Sie es. Das passiert automatisch. Also jetzt brauchst du, wenn du Remotion zum ersten Mal nutzt, noch ein paar Berechtigungen. Es braucht zum Starten einige Berechtigungen, aber sobald die Grundlagen eingerichtet sind, also nach Ihrem ersten Projekt, ist es wirklich einfach, Videos direkt erstellen zu lassen. Sieht so aus, als habe Krite Video Tiles ein Projekt angelegt. Ich prüfe, leeres Template, lese Dateien, installiere Abhängigkeiten, baue Video läuft, okay. Dauert ein paar Sekunden, Sie müssen warten. Meist geht's schnell, je nach Art der erzeugten Motion-Grafik, die Sie gerade erstellen. Sie können Motion-Graphics mit mehreren Szenen erstellen. Damit wird es sehr einfach, Promo-Videos zu bauen, Promos zu generieren, Instagram-Shorts oder Reels, YouTube-Shorts. All das lässt sich wirklich leicht erstellen. Ich lasse es jetzt einfach machen und melde mich wieder, wenn es fertig ist. Sie sehen, es arbeitet noch, aber während es arbeitet, zeigt es mir sogar schon vorherige Screenshots. Die Emotionsszene ist geladen, Hintergrund sichtbar. Alles läuft. Video spielt, komplette Vorschau. Das wird gerade getestet. Hi, ich bin Jane. Und es hat das Motion-Grafik-Video erstellt, fertig. Jetzt gehe ich hier wieder zurück und lasse es das komplette Video rendern, weil es das automatisch macht. Auch das müssen Sie nicht selbst erledigen. Danach bitte ich es, noch etwas anderes zu erstellen, weil ich Ihnen ein interessantes Beispiel zeigen möchte, das Sie umsetzen können. Dafür gebe ich einen detaillierteren und komplizierteren Prompt ein. Du musst dir keinen Prompt selbst ausdenken, KI erstellt ihn für dich. Je nachdem, welche Art von Video Sie erstellen möchten. Sagen wir zum Beispiel, ich möchte ein Werbevideo für einen neuen Produktlaunch erstellen. Dann gehe ich zurück in den Chat. Und sobald ich im Chat bin, bitte ich es. Hi, I want to create a prompt for a motion graphics video.
Oder I am creating a product launch video with Motion Graphics. Das Produkt ist eine neue Software namens Lily, ein Rechercheassistent. Schreibe einen Prompt, um dafür ein Werbevideo zu generieren. Jetzt, nachdem ich dem Chat kurz gesagt habe, was ich brauche, lasse ich ihn arbeiten. Und sobald er losgelegt hat, lasse ich ihn einfach all diese Dinge machen. Und danach lasse ich mir einfach das komplette Ergebnis ausgeben. Und ich werde ihn bitten, eine kürzere Version mit weniger Details oder Stilanweisungen zu schreiben. Ja, keine Zeitangaben hinzufügen. Ich denke, ich bleibe dabei. Und dann werde ich meinen neuen Prompt erzeugen und das alles einfach kopieren. Also kopiere ich das jetzt, gehe dann zurück in Claude Code und bitte ihn dann, mein Video zu erstellen. Ihr seht, dass mein vorheriges Video generiert wurde. Und dann werde ich ihn bitten, ein Video zu erstellen. Und dann lasse ich ihn einfach machen. Ihr seht, er liest den ganzen Prompt. Gebt keinen Riesentext ein. Bei Remotion läuft's am besten, wenn ihr alles schlicht und kurz haltet. Ihr seht, ein ehrgeiziges Projekt. Ich baue es Szene für Szene, Szene für Szene. Um euch die Fähigkeiten wirklich zu zeigen, erstelle ich zuerst diesen kleinen ersten Abschnitt. Und ihr könnt sehen, dass er die Szenenkomponenten parallel aufbaut, aber ich gebe ihm hier drüben einen neuen Prompt. Ihr könnt sogar in eine neue Sitzung gehen und, ihr wisst schon, verschiedene Szenen gleichzeitig erstellen, aber es ist auch okay, ihn parallel einfach machen zu lassen. Im Grunde ist das dasselbe. Es dauert ungefähr gleich lang. Ich lasse es kurz laufen und zeige euch gleich die Ergebnisse. Nach wenigen Minuten ist das Video fertig. Dann seht ihr die komplette Ausgabe. Sofort für euch. Also gehe ich einfach in mein Navigationspanel. Und sobald ich dort bin, muss ich nur den Anweisungen folgen. Also, es sollte im Out-Verzeichnis bereit sein. Okay, das sollte hier sein. Mein Video Output. Und es müsste wahrscheinlich irgendwo hier sein. Aber ich kann das Verzeichnis in den kompletten Dateien nicht finden. Um mir es leichter zu machen, weil ich nicht suchen will, wo mein Video erstellt wurde, bitte ich es jetzt, das Video einfach direkt auf meinen Desktop zu legen. Und jetzt warte ich einfach ein paar Sekunden, bis es auf meinem Desktop abgelegt ist. Oder er gibt mir den vollständigen Pfad aus. Ja. Jetzt zieht es die Datei aus dem Speicherort, wo es lag, auf den Desktop. Hier ist sie. Ich öffne sie, so sieht das Video aus. Sehen wir mal, beeindruckend. Hier ist heute Forschung neu gedacht. Zu viele Quellen, zu wenig Zeit, zu viel Lärm. Dann seht ihr Lily, Rechercheassistent, smarte Recherche, Autozusammenfassung, Insights, Quellenlinks, Animationen wirken gut und hier gibt's auch Metriken. Und genauso ist es ein ziemlich schönes Video. Und genauso könnt ihr mit der Erstellung von Videos mit Claude Code oder Claude anfangen. Und Remotion. Hoffe, das Video half euch. Wenn ja, gebt ein Like, abonniert. Bis zum nächsten Mal.